Hallöchen und willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Heute schauen wir uns das Video von Soulbound an, von der Obsidian Tour 2024 in Leipzig, das Konzert. Da haben sie ein Vlog oder sowas dazu gemacht. Ausverkauft und unvergesslich, das war es auf jeden Fall. Es war das erste Konzert in meinem Leben, auf dem ich war. Und ich werde im Laufe des Videos auch ein bisschen darüber erzählen. Vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß noch nicht. Aber ich fange auf jeden Fall schon mal ein bisschen damit an. Ich habe mir für diesen Tag extra Urlaub genommen, weil ich mir einfach den Stress nicht geben wollte, frühs arbeiten zu gehen. Dann nach Leipzig mit dem Zug, zum Hotel und alles einchecken, bipapo. Deswegen habe ich das alles entspannt und in Ruhe gemacht. Ja, das Hotel war super. Auch sonst die Anreise alles ganz entspannt, ganz bequem. Hab noch ein bisschen was gegessen und so. Und dann bin ich halt abends zum Hellraiser gelaufen, die halbe Stunde. Dachte ich mir, kannst du mal laufen. War nicht die beste Idee. Der Weg zum Hellraiser vom Hotel aus war sehr dunkel. Lampen gab es da nicht viele. Und auch keine Menschen. Oder sehr wenig Menschen. Naja, aber ich bin dann hin zum Hellraiser und ja, war schon mal ein bisschen durchgefroren, aber ist egal. Ja, da drin ist einem dann ja schon wärmer geworden. Hab ein bisschen Merch gekauft natürlich, habe ich jetzt leider nicht an. Schade, aber egal. Ja, erstmal haben wir draußen eine Weile gewartet. Ne? Ich war ja zeitig da, extra ein bisschen früher losgelaufen. Hab mir auch an dem Abend vor und während des Konzerts keinen Alkohol gegönnt. Habe ich dann später im Hotelzimmer nachgeholt. Ja. Draußen, ich glaube, ich habe ein paar Leute erkannt. Draußen schon. Aber ich bin dann auch niemand, der hingeht zu Leuten und die anspricht. Ich bin einfach viel zu schüchtern. Und deshalb war ich mir auch immer nicht sicher. Ich bin sehr schlecht darin, mir Gesichter zu merken. Ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich die Leute wirklich erkenne oder ob das einfach, weiß ich nicht, andere Leute sind. Und deshalb habe ich mal lieber niemanden angesprochen. Man weiß ja nie. Und ja, dann ging's los. Und jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Wir schauen mal rein. Darf ich jetzt immer die Ansage? Nein, ich breche jetzt mein Schweigen. Extra für euch und das Tourtagebuch. Die edle Stille wurde gerade gebrochen. Kann ich essen? Ja, hätte ich nicht erwartet. Ich schmeiße die ganze Zeit diese Donuts hin. Ich esse trotzdem. Sorry, ja ich auch. Also, hätte ich nie erwartet, ehrlich gesagt. Ich hätte das nicht von Berlin erwartet, dass alle so abgehen. Ich habe irgendwo, rechts standen so 4 Leute, die haben so krass abgefeiert. Diese ja, cool. Mit dem Tourtagebuch und natürlich alle anderen auch. Aber da waren 4 Leute. Wir müssen essen. Essen! Ja, das hat Johnny auch auf der Bühne erzählt, dass Berlin wirklich gut war. Er war positiv überrascht. Und ja, also wenn ihr in Berlin dabei wart, schreibt es mal in die Kommentare, wie es war. Oh, ein sehr schönes Harpier-Shirt von der Harpier Blutband-Tour 2023, Special Guest Soulbound. Ja, fein. Harpier auch eine tolle Band. Das wäre jetzt auch ein guter Moment, um sowohl das Obsidian-Album in die Kamera zu halten, als auch das neue Album von Harpier. Leider sind die gerade im Schlafzimmer. Ich habe meine Schallplatten im Schlafzimmer. Und da schläft gerade meine Freundin und meine Tochter. Und da will ich jetzt nicht reinstolpern. Hätte ich mir vorher überlegen sollen. Na toll. Boom.
Steht hier? Vorsicht, Rutschgefahr. Ah. Ja, er hier war auch ganz lustig auf der Bühne. Ich hab's nicht so mit Namen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja. Aber erzähl mir noch gleich ein bisschen mehr darüber. Merchstand ist aufgebaut. Wir sind noch fleißig am T-Shirts falten und rollen, denn wir haben einen neuen Merch dazu bekommen, weil ihr so verrückt wart. Und dieses T-Shirt da vorne. Das hier habe ich mir gegönnt mit der Eule. War zum Glück noch in meiner Größe vorrätig. Waren schon einige Größen ausverkauft leider, aber meine Größe hatten sie noch. Ist ein wunderschönes Design, findet ihr nicht? Das mit der Eule hier. Toll. Die anderen sind auch toll, aber das hier hat mir am meisten zugesagt. Einfach mal schon mehr als die Hälfte ausverkauft habt. Also, Dankeschön dafür. Und jetzt gucken da haben wir auch eben gesehen hier. Warte. schon mehr als die Hälfte ausverkauft habt. Hier drüben. Parasite Inc. Haben wir auch mal eine Reaction dazu gemacht. Die waren Special Guest. Und die haben auch gut abgeliefert. Aber wir erzählen gleich noch ein bisschen. Also ich erzähle gleich noch ein bisschen darüber. Also, Dankeschön dafür. Und jetzt gucken wir mal Mario zu, wie der verzweifelt, wenn er ein T-Shirt faltet. Also, das eigentlich gar nicht so erstens andersrum. Vielleicht war das der Fehler, dass du nicht auf den Rücken hattest. Das weiß ich nicht. Einmal groß einschlagen, nochmal groß einschlagen. Einmal so zu dir drehen. Dann kannst du es ganz eng machen. Dann flappert es nicht mehr. Ja, dann kam da noch ein Gummi drum. Den Gummi habe ich sogar immer noch hier. Also kein Kondom, sondern ein richtiger Gummi. So Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wir sind hier gerade in Leipzig angekommen und falls hier heute noch irgendwie ein Atomkrieg ausbrechen sollte, sind wir hier optimal vorbereitet. Wir sind sicher. Die Tür, ey, ich kann nicht mehr. Schön. Guck mal, der malt sich hier schon an. No complaining, only painting. Es waren auch viele aus dem Publikum dort, die sich gut angemalt haben. Also ich war sehr begeistert, einige dort zu sehen. Und für sich auch die ganzen Zuschauer, alle, die da waren. Es war ein toller Abend. Es war eine tolle Stimmung. Nicht von jedem. Es gab da eine Person, die mir aufgefallen ist, die, glaube ich, nur wegen Parasite Inc. da war. Was ja okay ist, aber er hat dann überhaupt nicht mehr mitgemacht, als Soulbound aufgetreten sind. Er stand dann nur noch da, hat vielleicht mal ein bisschen mit dem Kopf genickt und das war's. Während er bei Parasite Inc. einen sehr aggressiven Tanzstil hatte. Also ohne Rücksicht auf Verluste. Ich glaube, wenn da jemand hinter ihm gestanden hätte, der hätte ihm die Nase gebrochen oder so. Keine Ahnung. Naja. Aber ansonsten waren alle sehr gut drauf. Hat richtig Spaß gemacht. Schönes Bierle. Und das Rumle. Oh. Und das Jonasle. Hallo. Jonas, da kannst du einmal mir helfen? Hilf dem Mann. Wo? Unbedingt eine Jacke. Ja, weil es auch kalt ist. Arschkalt hier, ne? Ja. Mir ist übelst kalt. Ich auch. Mich fröstelt's. Also wenn ich krank Ich glaube, da so in diesem Bunker da, es sieht auch sehr kalt aus, muss ich dazu sagen. Da wo das Konzert war, in dem Raum, war es schön warm. Vielleicht lag es auch an der tollen Stimmung. Vielleicht hat das auch eingeheizt. Ich weiß es nicht. werde, dann ist das heute passiert. Ja, ja, auf jeden Fall. So, pass auf, dann nehme ich euch mal mit hier aus unserem Gemach. Wir waren hier schon ziemlich häufig, aber da unten in dem Backstage waren wir noch nie. Den Rest solltet ihr jetzt kennen. Da geht es nämlich hier raus zu der kleinen Bühne. Hier ist schon der wunderschöne Merchstand. Mhm. Und Parasite. Ja, ich hätte mir eigentlich auch gerne noch was von Parasite Inc. gegönnt, aber das Geld musste halt auch noch reichen für Essen am nächsten Tag, Mittagessen und sowas. Ja, ich konnte jetzt nicht so viel ausgeben. Ich habe mir hier von Soulbound, wie gesagt, das Eulen-Shirt geholt und ein Beanie. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Tolle Qualität, muss ich sagen. Und schön designt, alles tippitoppi. Die machen gerade Soundcheck.
Nicola, auf Mario, auf einen schönen Abend. Jawohl. Ja. Auch Props an Nicola. Die hat wundervoll den Merch-Stand geführt. Also sehr freundliche Person. Ja, sie hat auch viel Applaus bekommen. Fand ich auch sehr schön. War super. Meine lieben Freunde da draußen, auf euch. Prost. Und gleichzeitig werdet ihr heute erleben, dass das Felix Löch Gitarre spielen wird bei Parasite Ink. Das fand ich auch toll. Der Felix, Alter, der hat abgeliefert, sage ich euch. Die Interaktion mit dem Publikum vom Felix war richtig klasse. Und er hat halt bei beiden Bands Gitarre gespielt. Ja, erst bei Parasite Ink, dann bei Soulbound. Ganz stark, tolle Ausdauer und immer gut drauf. Tolle Stimmung hat er gemacht. Muss ich auch mal sehr loben. Felix loben. Super. Übrigens, hier stand ich nicht. Ich stand da ganz weit drüben. In der anderen Ecke. Ich sollte mir das für Stuttgart aufheben, damit die mich verstehen. Hallöle! Liebes Leipzigler, also er spricht perfektes Schwäbisch. Jungs und Mädels, viel Spaß mit Parasite Ink, gell? Parasite Ink muss ich aber sagen, ich war mit dem Ton nicht ganz so zufrieden. Vielleicht lag es daran, dass ich da so drüben in der Ecke war. Aber ich habe teilweise überhaupt nicht gehört, dass jemand gesungen hat. Das ging komplett unter von meinem Standpunkt da drüben aus. Das war bei Soulbound deutlich besser. Johnny hat man sehr gut verstanden. Aber bei Parasite Ink hatte ich, weiß ich nicht, aber war trotzdem toll. Tolle Show gemacht. Also auch Hut ab für Parasite Ink. Tolle Band. Werden wir uns auf jeden Fall auch mal wieder noch ansehen. Wollte ich die ganze Zeit schon machen, aber es sind halt so viele tolle Musiker hier auf dem Kanal mittlerweile. Und ich komme nicht mehr hinterher. Ist einfach so. Ich will auch mal wieder Mushroom Head machen und ich weiß gar nicht alles. Und dann kommt ja auch immer wieder neue Musik raus, die ich mir ansehen will. Es wird langsam sehr viel, leider. Oder zum Glück. Denn ich entdecke sehr viel neue Musik. Und das macht mir sehr viel Spaß. Insane, insane, insane. Ich wurde auch zweimal angesprochen von sehr netten Menschen. Ich war ja, bevor ich dahin bin, ich war natürlich sehr nervös. Ich bin da ganz alleine hin. Und ja, das erste Konzert in meinem Leben und dann bin ich da komplett alleine und da war schon natürlich Nervosität da. Aber nachdem ich dann angesprochen wurde, habe ich auch gemerkt, ich bin ja gar nicht allein. Wir sind Menschen, die sehr nett sind, auf jeden Fall alle. So ziemlich alle. Und die ich auch viele von denen sicherlich aus den Kommentaren kenne, aus dem Soulbound-Server. Leider habe ich viele nicht erkannt und habe dann später auch erst auf Instagram gesehen, wer alles da war, teilweise. Habe mich da auch ein bisschen geärgert. Die Wollibiene war zum Beispiel da. Hätte ich gern gesehen. War leider hier in der Ecke, was heißt leider, für sie wahrscheinlich gut, bessere Aussicht. Habe ich mich schlecht platziert. Ich war leider in der anderen Ecke und habe sie überhaupt nicht gesehen, schade. Aber naja, ich habe tolle Menschen getroffen. Und da habe ich mich sehr gefreut. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich mehr Konzerte in Zukunft besuchen werde und auf jeden Fall auch nochmal Soulbound des Öfteren. Johnny hat tolle Worte auf der Bühne gesprochen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und
war eben nicht nur Musik, sondern es war wirklich eine tolle Unterhaltung. Eine tolle Show. Entertainment vom Feinsten. Johnny ist wirklich ein guter Redner. Das kann man sagen. Schön, dass die Jungs auch Spaß hatten. Zu Paradise muss ich sagen, als ich das Album gehört habe, fand ich den Song schon gut. Aber mittlerweile ist das, glaube ich, sogar mein Lieblingssong vom Album. Weil er sich doch meiner Meinung nach von allen anderen Songs am meisten abhebt, durch seinen ja fast schon Drum-and-Bass-artigen Beat. Und ja, finde ich richtig geil, den Song mittlerweile. Je öfter ich ihn höre, umso besser finde ich den. Also, toller Song. I'm alive! Da sehen wir ein paar Smartphones. Ich habe auch ein bisschen was gefilmt, hat man auf Instagram gesehen in der Story, wenn mich jemand da verfolgt. Ich weiß es nicht. Viele sind es, glaube ich, nicht. Ich habe auf Instagram kaum Follower. Weiß ich nicht. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Nur falls Interesse besteht. Ah. Wir machen was machen wir hier in Leipzig? Da sieht man jetzt hier natürlich nicht. Ich stehe hier hinten irgendwo. Ich kann es gar nicht genau sagen. Hier war irgendwo ein Balken. So eine Säule oder so. Die sehe ich jetzt hier gar nicht. Vielleicht noch ein bisschen weiter hier drüben. Und da hinten, da bin ich irgendwo. Das hört man nicht auf dem Foto hier werden. Mit dem Bildungsstandard, dass das hier nicht so funktioniert. Foto ist lautlos. Ja, da hinten ist der Balken. Warte mal. Foto ist lautlos. Und da hinten irgendwo bin ich. Ich sehe mich jetzt hier nicht. Aber irgendwo hier so ganz hinten an der Wand stand ich. Sieht man jetzt hier nicht, weil das ist die Beleuchtung und so. Aber war schon cool. War schon sehr cool. Ich hätte am Ende auch gerne noch Fotos oder so mit der Band gemacht. Aber wie gesagt, ich bin zu Fuß gewesen vom Hotel aus und musste auch wieder zum Hotel laufen. Und ja, ich war schon ein bisschen platt von dem ganzen Tag. Ich war viel unterwegs in Leipzig, auch am nächsten Tag. Ich bin zeitig aufgestanden, zeitig ausgecheckt aus dem Hotel, weil ich dann noch zum Bahnhof gelaufen bin und unterwegs noch ein bisschen shoppen war, essen war. Hat auch nochmal eine Stunde gedauert, hinzulaufen zum Bahnhof. Und dann bin ich nochmal so ein bisschen durch Leipzig gelaufen, weil ich erst am Nachmittag dann gefahren bin mit dem Zug. Ja, vielleicht klappt es beim nächsten Mal, dass ich da ein bisschen mehr Zeit habe. Aber ja, war ein richtig toller Abend. Wirklich schön. Und ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich die Tour-Shirts nicht geholt habe. Aber ich wollte das Eulenshirt. Mann. Da ist es. Wirklich ein tolles Design, oder? Ja.
ja, wie gesagt, das war ein super tolles Konzert. Es hat super viel Spaß gemacht. Und ich werde auf jeden Fall mal wieder vorbeischauen bei den Jungs. Vielleicht dann mit mehr Zeit. Vielleicht kann man dann mal ein Foto machen. Würde mich sehr freuen. Und vielleicht treffe ich ja noch den einen oder anderen, den ich aus den Kommentaren dann kenne oder aus dem Soulbound Discord. Vielleicht auch aus meinem Discord, aber da ist ja keiner. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr aufs nächste Mal. Was könnte ich denn noch erzählen? Eigentlich nicht mehr viel. Ich habe, glaube ich, jetzt schon so ziemlich alles erzählt. Nächstes Jahr sind die Jungs übrigens mit Mono Inc. auf Tour. Was auch sehr geil ist. Vielleicht kann ich da mal irgendwie vorbeischauen. Mono Inc. auch eine tolle Band. Haben wir auch schon mal eine Reaction gemacht. Und müssen wir auch mal wieder eine machen. Oder 2 oder 3. Wie gesagt, ich komme nicht mehr hinterher mit den ganzen Reactions. Die Liste ist fast endlos mittlerweile und wird immer voller. Aber ja. Gut, jetzt haben wir aus einem 7 Minuten ein 21 Minuten Video gemacht. Macht aber nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ne? Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Falls ihr auf dem Konzert wart in Leipzig, sagt gern mal in den Kommentaren, wie ihr es fandet. Vielleicht auch ein bisschen Geschichten, was ihr erlebt habt, wen ihr getroffen habt, was euch überrascht hat. Vielleicht auch, was ihr nicht so gut fandet. Würde mich auch mal interessieren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.